Heute zeige ich euch ein Apartment, welches wir uns gebucht haben, als wir in Ustronja Morska unseren Sommerurlaub gemacht haben. Das Apartment selber bezeichnet sich als Luxus-Apartment und ob es wirklich so Luxus ist, werden wir uns gleich gemeinsam anschauen. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, wie schon gerade erwähnt, werde ich euch ein Apartment zeigen, welches wir uns gebucht haben, als wir unseren Sommerurlaub oder einen Teil unseres Sommerurlaubs an der Ostsee hier in Polen gemacht haben. Und ja, wie auch schon gerade erwähnt, bezeichnet sich ja das Apartment selber als ein Luxus-Apartment. Und ob das wirklich so Luxus ist, ja, können wir ja mal gleich gemeinsam entscheiden. Und ja, eure Meinung würde mich auf jeden Fall auch dazu interessieren. Die könnt ihr mir dann mal sehr, sehr gerne unten in den Kommentaren hinterlassen. Eine Information vielleicht noch so vorab. Das war, glaube ich, auch mit eins der teuersten Apartments, die ich mir bisher für einen Urlaub gebucht habe. Die Preise werden dann auch später im Video auch noch eingeblendet. Dann habt ihr dann vielleicht auch noch so eine bessere Übersicht, um vielleicht auch noch so eine Entscheidung darüber zu treffen. Ich werde auch noch mal später auch noch die Vorteile und Nachteile von dem Apartment nennen, also meine persönlichen Vor- und Nachteile und auch noch so Extras, die ich da gesehen habe, werde ich auf jeden Fall auch noch im Laufe des Videos erzählen. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal gemeinsam das Video an. Ja, hier kommt man im Prinzip ja ins Apartment rein. Dann hat man sofort zur linken Seite eine Küche und die Küche, die ist auch eigentlich gut ausgestattet, also nicht gut, sondern schön ausgestattet. Also mit der Ausstattung würde ich es eher so ausreichend nennen, also wirklich so das Nötigste. Ich werde auch später noch ein paar Informationen zusätzlich dazu geben. Hier haben wir eine Kaffeemaschine, ein Wasserkocher ist da, einen kleinen Kühlschrank, ein Geschirrspüler ist da, einen Backofen haben wir da. Und ja, ich sag mal, die ist so von der Optik her so standardmäßig, kann einem gefallen oder auch nicht. Dann haben wir hier das Badezimmer. Das Badezimmer im Großen und Ganzen sieht eigentlich auch sehr schön aus, hat einen schönen großen Spiegel. Mir persönlich gefällt das immer, mit einem Lämpchen oben drüber. Klar, eine Toilette haben wir dann natürlich auch, eine Heizung, die auch im Sommer selbstverständlich ausgeschaltet ist, eine Dusche mit einer Schiebetür. Also da, wenn es jetzt um solche Sachen geht, ist das eigentlich soweit in Ordnung und auch schön ausgestattet. Da ist auch ein Lüfter. Zu dem Lüfter werde ich später auch noch das ein oder andere wiedergeben, denn der Lüfter, der war sehr laut. Ich versuche mal später noch den Originalton einzublenden bzw. reinzumachen, dass ihr auch mal hört, wie laut es ist, weil der war schon sehr, sehr, sehr laut, muss man schon ganz klar sagen. Dann haben wir hier im Flur vor Kopf, im Prinzip, wenn man ins Apartment reinkommt, einen Schrank. Ja, der ist auch eigentlich soweit, auch in Ordnung. Ne? Der ist schön groß, man hat da zwei Seiten, da kann man das ein oder andere verstecken. Hier sind wir im Prinzip ja im Essbereich, Schrägstrich Wohnbereich mit einer schönen Dekoration. Wir sehen auch jetzt gerade oben in der Ecke die Klimaanlage. Also wer eine Klimaanlage braucht, haben wir dort auch im Apartment. Ich fand das schön mit dieser ganzen Dekoration, mit diesem Leuchtturm. Das passt so alles so zum Meeresklima. Ne? Also wenn es jetzt darum geht, kann man schon sagen, ist das eigentlich auf den ersten Blick sehr schön ausgestattet. Ne? Hier kommen wir dann ins Schlafzimmer. Schlafzimmer soweit auch von der Dekoration her eigentlich, beziehungsweise von der Optik her auch sehr schön ausgestattet. Mit diesen Holzpaneelen an der Wand. Bett, ich persönlich, für meinen Geschmack war die Matratze ein bisschen zu weich, also wirklich ein bisschen zu weich, dass ich da teilweise schon Probleme hatte, auch dann darauf zu schlafen. Aber das ist jetzt eine Sache, die ich jetzt auch nicht wirklich so kritisieren kann, denn ich denke, jeder mag es ja anders. Ne? Deswegen ist das jetzt schwer zu sagen, das war gut oder schlecht. Für mich persönlich zumindest nicht ganz so toll. Auch haben wir gerade die Schränke gesehen, sehr schön, sehr, sehr viel Platz. Ja, und was natürlich auch mit eins des Highlights ist von dem ganzen Apartment, ist natürlich die Aussicht, der Balkon bzw. Terrasse und diese
dieser Öffnungsmechanismus, den kenne ich so gar nicht, habe ich jetzt zum ersten Mal so gesehen. Also man macht auf und kann das dann so aufschieben. Als wir danach in unserem anderen nächsten Apartment waren, welches ich euch auch vorstellen möchte oder werde, war dann auch so ein Mechanismus. Ne? Aber das ist auf jeden Fall etwas, was ich so noch nicht kannte. Dann haben wir Gartenmöbel und ja, natürlich die schöne Aussicht aufs Meer, auf den Strand. Das Apartment ist auch im Prinzip direkt an der Promenade. Ich versuche auch mal später noch ein paar Bilder einzublenden, damit ihr vielleicht auch so einen Eindruck habt oder selber einschätzen könnt, wo das ungefähr liegt. Aber wenn es darum geht, war es auf jeden Fall sehr schön. Man sieht auch, ich sitze gerade auf den Gartenmöbeln und habe so eine schöne Aussicht. Übrigens habe ich auch einen Livestream vom Balkon gemacht. Kann ich euch später mal einblenden. Den Sonnenuntergang-Livestream. Das war auch toll, da ich hier jeden Tag den Sonnenuntergang mir anschauen konnte. Ne? Genau das gleiche im Prinzip haben wir auch, ja, wenn man aus dem Bett kommt, also wenn man jetzt morgens aufsteht, hat man dann auch sofort so eine schöne Aussicht. Also das sind natürlich dann noch Sachen, die sehr, sehr vorteilhaft sind. Und das war auch, glaube ich, schon alles zum Apartment soweit. Ja. Genau, so und das war es auch alles jetzt eigentlich soweit vom Apartment. Wie schon gerade erwähnt, also das Apartment bezeichnet sich selber als Luxus-Apartment und auf den ersten Blick mag es auch vielleicht so erscheinen, dass es ein Luxus-Apartment ist. Hier an diesem Punkt muss man aber auch sagen, dass jeder vielleicht eine andere Vorstellung von Luxus hat. Für mich persönlich war es kein Luxus-Apartment. Ich werde euch jetzt auch gleich das ein oder andere erzählen, wieso ich so denke. Und auch das Preis-Leistungs-Verhältnis hat dadurch überhaupt nicht gepasst. Also erstmal, was mir auch noch sehr an dem ganzen Apartment gefallen hat, man hat die Möglichkeit, in die 4. Etage zu fahren. Und von dort aus hat man dann auch nochmal eine Übersicht über, ja, im Prinzip über den ganzen Strand und ja, die eine Seite zumindest der Promenade, was natürlich auch einen sehr, 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 sehr schönen Eindruck macht. Das sieht natürlich auch alles sehr schön und klasse aus. Also jeder, der das Apartment mietet, hat Zugang zu dieser 4. Etage. Einmal war ich dann auch da oben, da lag dann dort eine Frau, die sich dann dort einfach mal gesonnt hat. Ne? Also das kann dann auch passieren. Also das ist dann nicht irgendwie privat. Was ich da auch noch ein bisschen so außergewöhnlich fand, man hat da sowas wie einen Fahrstuhl für Autos, wo man dann reinfährt. Also wenn man da jetzt den Parkplatz gebucht hat, leider hatten wir nicht die Möglichkeit dazu, man dann sowas wie so einen Fahrstuhl für Autos, der dann einen in die Tiefgarage fährt. Das ist natürlich dann auch interessant, habe ich bisher so auch noch nirgendwo gesehen. Zumindest kann ich mich jetzt daran nicht so ganz erinnern. Was ich dann auch noch interessant fand, war, dass wenn man in die Mülltonne geht, beziehungsweise in den Bereich, wo die ganzen Mülltonnen stehen, wo man dann später seinen Müll wegschmeißt, ist dann dort sowas wie so eine Sprechanlage, die ganze Zeit auf Polnisch sagt, dass man doch bitte den Müll trennen sollte. Ich lasse jetzt hier auch mal den Originalton einspielen, damit ihr euch das vielleicht auch mal vorstellen könnt. Also das ist dann auch schon so eine witzige Situation. Ich meine, sowas hätte ich vorher auch noch nirgendwo gesehen, aber deswegen, ich fand das irgendwie lustig, dass es sowas gibt. Vielleicht animiert das auch den einen oder anderen, seinen Müll ordentlich zu trennen. Man hat auch gesehen, dass die Mülltonnen, sage ich jetzt mal in Anführungsstriche, ordentlich und sauber war. Jetzt Sachen, die mir weniger gefallen haben, ist, und da will ich jetzt auch ein bisschen so auf das Thema Luxus eingehen, dass es hier vielleicht auch so ein bisschen so eine Ansichtssache ist. Aber ich habe ja zum Beispiel gesehen, dass da an der Wand, an der weißen Wand, wo die Ziegelsteine waren, die da schon teilweise abgefallen sind, was natürlich nicht schön ist und auch überhaupt für meinen Geschmack überhaupt gar kein Luxus ist. Und da muss man sich dann schon Gedanken machen, ob dann nicht irgendwann nochmal irgendwie ein Ziegelstein abfällt. Also ich habe da mal nebenan die Ziegelsteine mir angeschaut, ob die vielleicht eventuell auch abfallen. Also sowas ist ja dann nicht ausgeschlossen, aber das ist natürlich dann auch eine Sache, was mir dann nicht so ganz gefallen hat. Eine weitere Sache, die mir nicht so ganz gefallen hat, war dann ja, die Kaffeemaschine. Also ich hatte schon mal so einen ähnlichen Fall, dass ich in einem Apartment war, wo dann vom Bügeleisen irgendwie die Drähte vom Kabel rausgeschaut haben, was dann irgendwie auch schon teilweise lebensgefährlich sein kann, wenn man sowas anschließt und dann irgendwie falsch anfasst oder so. Hier war das jetzt zumindest noch so, dass das Kabel dann irgendwie mit Tesa zusammengeflickt wurde. Ist zumindest jetzt nur meine Meinung, aber wenn dann schon wirklich der Vermieter den Gästen
die ein ganzes Jahr für einen Urlaub sparen, dann sowas anbietet, dann finde ich das dann schon so ein bisschen traurig, irgendwie, ein bisschen traurig. Also ich finde, dann sollte man dann da schon irgendwie die 100 € nochmal investieren und irgendwie irgendeine vernünftige Kaffeemaschine da reinstellen oder auch 150 €, ist ja egal. Aber zumindest nicht irgendwie irgendetwas zusammengeflicktes dorthin stellen, ist zumindest nur meine persönliche Meinung. Eine Sache, die mir dann auch nicht gefallen hat, und das ist auch so ein Ding, war der Staubsauger. Also man ist ja am Strand, ja, man hat ja gesehen, die sehr, sehr schöne Aussicht am Strand. Das heißt, man geht sehr oft zum Strand, man kommt sehr oft nach Hause und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass man mal Sand nach Hause kommt. Ne? Und wenn man dann saugen möchte, hat das nicht funktioniert. Also der Staubsauger, der hat nicht gesaugt. Ne? Der hat wirklich nicht gesaugt und man musste dann wirklich alles zusammenfegen. Und selbst wenn man das dann zusammengefegt hat, konnte man das mit dem Staubsauger nicht absaugen. Und das ist natürlich dann auch Mangelware, also ein mangelndes Produkt. Und wenn mir dann jemand so etwas als Luxus verkaufen möchte, naja, dann entweder verstehe ich das Wort Luxus falsch oder meine Anforderungen sind vielleicht zu hoch oder so. Ich weiß es nicht. Deswegen über solche Sachen lässt sich ja wirklich streiten. Aber das ist eine Sache meiner Meinung nach, sowas darf überhaupt nicht sein. Und jetzt kommen wir auch noch mal zum Lüfter im Badezimmer. Das, was ich schon gerade angesprochen habe. Ich lasse jetzt hier mal den Originalton vom Lüfter laufen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt auf dem Video alles auch so gut rübergekommen ist, aber wenn ihr selber dort wart und den Lüfter angemacht habt, dann habt ihr dann auch, naja, selber hören können, dass das sehr, sehr, sehr laut war. Also man konnte den Lüfter überhaupt nicht anmachen. Also und hier kommen wir jetzt auch zu den Preisen. Ich habe für das ganze Apartment 6.190 Zloty bezahlt für 6 Nächte, was so ungefähr 1.450 € sind. Und hier muss ich mal so ganz klar sagen, also für diesen Preis würde ich dieses Apartment niemals mehr buchen. Also hier sieht man das dann auch, dass der Vermieter wirklich darauf ausgelegt ist, einfach nur eine tolle Aussicht zu verkaufen. Ich bin mir aber auch sicher, dass man ein Apartment vielleicht, was 1 oder 2 Reihen dahinter ist, wahrscheinlich schon für 2.000–2.500 Zloty günstiger kriegt. Ja? Und wenn man hier wirklich nur für die Aussicht bezahlt, weiß ich nicht, dann muss man das dann aber auch so verkaufen, aber das nicht als Luxus-Apartment darstellen, nur weil man eine tolle Aussicht hat. Das ist zumindest jetzt so meine persönliche Meinung dazu. Aber eure Meinung zu diesem Thema würde mich mal wirklich sehr interessieren. Das könnt ihr mir mal sehr, sehr, sehr gerne in den Kommentaren hinterlassen, wie eure Einschätzung nach das Apartment ist. Also das würde mich wirklich sehr interessieren. An dieser Stelle danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!